So, die Leute lachen sich schon tot, denn Simone hat mal ein paar Kletterübungen gemacht am Cut 6x6. Ich gehe mal kurz zu ihr hin, das sieht total entspannt aus, was du da machst. Ja, ist super entspannt. Super entspannt, dass wir das mal zeigen können. Cut 6x6, du bist erlöst, Simone, komm runter. Denn alle werden jetzt fragen, warum hast du die Frau mitgenommen? Die ist eigentlich dazu da, um Größenverhältnisse mal darzustellen, weil das Fahrzeug ist unglaublich groß. Hallo Tobias. Ja. Grüß dich Sven, ja, hi. Ja, Schön, dass du da bist. ein echter Cut 6x6. Was ist Cut? Klär mich mal auf. Ja, Cut ist ein Fahrzeug, ist eigentlich das aufwendigst entwickelste Nutzfahrzeug der Nachkriegsgeschichte. Der MAN Cut wurde im Auftrag des deutschen Militärs der Bundeswehr entwickelt. Gab es als 4x4, als 6x6 und als 8x8. Den gibt es nicht mehr. Es gibt ihn in dieser Form nicht mehr. Das ist der Ursprungscut. Der ging so die ersten Fahrzeuge, glaube ich, 1977 in den Dienst. Und die gibt es auch heute teilweise noch. Also das ist so das aufwendigst, stabilst entwickelste Ding. Und die sind heute noch im Einsatz und bewährt. Ne? Und dieses Fahrzeug war ein Fahrzeug von den Pionieren. Das hatte einen 3-Seiten-Kippaufbau. Und im ersten Leben, im zweiten Leben war es, das ist auch noch dieser Konstruktion geschuldet, ein Offroad-Renn- und Rallye-Fahrzeug. Und jetzt kriegt es gerade schon das dritte Leben. Im dritten Leben heißt es nämlich Hobbes und ist jetzt ein Familien-Fernreisefahrzeug. Und manche werden sich fragen, was ist das für eine komische Farbe? Wie findest du sie? Typisches Babyblau, würde ich sagen. Mir gefällt's. Weil eher Wüste und Meer. Jetzt stell dir mal vor, der wäre grau und alles, was weiß ist, wäre orange. Dann würde doch jeder Angst davor haben. Ja. Deswegen haben wir ihn Hobbes getauft. Und er hat die Motive von Calvin und Clyde drauf, hier, Hobbes. Und Ziel war, mit Farbe das spektakuläre Gerät etwas wieder zu verniedlichen, um Sympathien im Erscheinungsbild zu erzeugen. Problem ist, wenn du ja damit unterwegs bist in der Sahara zum Beispiel und machst den militärisch grün, könnte es sein, dass du in Kriegshandlungen verwickelt wirst Ja, oder dann als kommt Kriegsfahrzeug. da mal eine Bombe rein. Also wir haben versucht, den Hobbes wieder nett zu gestalten, damit die Leute keine Angst kriegen. Geschafft, würde ich sagen. Und deswegen so ein bisschen das Himmelblau, das wurde der Kunde so, der martialische Käfig, der jetzt, stellt euch vor, der wäre jetzt stählern, grau bei einer aggressiven Anthrazit oder grau-schwarzen Farbe, wie viele andere Fahrzeuge sind, dann wirkt das schon ein bisschen furchteinflößend. Ja. Das ist zu warm heute. So, und Idee ist natürlich, ein bisschen sympathischer und diesen militärischen Touch etwas runterzunehmen. Wie du siehst, Sven, haben wir 3 Lampen verbaut in dem Auto. Das ist also ein bisschen mehr, was man eigentlich braucht. Maßgabe bei Licht und nochmal Licht. Wir haben da etliche Modifikationen durchgeführt, größere Reifen, das Getriebe wurde länger umgebaut. Das heißt, original fahren solche Autos nur maximal 90 Stundenkilometer, der kann 135. Wir haben größere Räder mit leichten Aluminiumfelgen, die ursprünglich auf dem Fuchspanzer montiert waren, verbaut. Wir haben Die Aluminiumfelgen waren auf dem Fuchspanzer. Ja, genau, das ist die sogenannte Fuchsfelge, die wurde von Fuchs hergestellt, die wurde nicht auf dem Fuchspanzer, sondern auf dem Panzer Lux. Das war jetzt ein freudscher Versprecher. Verbaut ist eine Alufelge, made in Germany. Wir haben Doppeltanksysteme mit jeweils 2x400 Liter verbaut. Also Simone, stell dich doch mal gerade neben die doppelten Reifen da hinten, die Tandem. Die Tandemachse. Wir haben eine Frontsperre nachgerüstet. Also Was ist das, Bausand? Die sind am Bauen? das ist Bausand, das ist original importierter Sahara-Sand aus der tunesischen Wüste. Die kommen gerade daher, oder? Genau, ich habe einfach mal mir gedacht, wir haben eh so wenig Zeit und alle Autos auf der Messe sind immer auf Hochglanz poliert, auf einer Offroad-Messe. Wir lassen ihn einfach mal so, wie er ist. Authentisch mit originalem Sahara-Sand. Hier siehst du, das ist schöner, feiner. Guck mal hin, wie fein der Sand ist. Das ist wie Pulver. Ja, wie Pulver. Sie kann da ein Bier abstellen. Also die Reifen sind sehr hoch. Was haben die für eine Höhe? 1,33 Meter in der Höhe, ganz genau. 1600 R20 ist so im Maß das Größte, was du auf dieses Fahrzeug machen solltest. Ist das ein Traktorbereifung, oder? Das ist eine sogenannte MPT-Bereifung, die wird tatsächlich auch für Radlader oder hochgeländegängige Fahrzeuge eingesetzt. Hier aus dem Hause Michelin. Hält die lange? Ich sag jetzt mal, je nach Fahrweise zwischen, ich denke mal 30, 35, manche fahren vielleicht auch fast 50.000 Kilometer damit. Da sind die runter. Ja, bei dem ein bisschen schneller. Warum? Weil der hat ja 3 Achsen, die hintere ist nicht gelenkt und die rotiert dann immer ganz gern. Also wenn du jetzt hier einen Kreis fährst, macht eine dieser Achsen eine Furche, meistens die hinteren.
und deswegen reizt die auch schneller runter. Also ich gebe mal den Reifen vielleicht 25.000 Kilometer. Ne? Die sind recht günstig, muss man sagen, weil sie in großen Mengen gebaut werden. Was kostet sowas? 200 Euro so ein Reifen? Also der Reifen kostet neu, wenn du den neu kaufst, tatsächlich momentan um die 2.000 Euro einer. Es ist aber so, wir greifen da immer auf ausgesonderte Militärbestände zu und dann gibt es solche Reifen für 700, 800 Euro in einem guten Zustand noch. Ne? Also, Die haben 70%, was haben die? ja, meistens sogar über 80 noch. Ne? Also der Reifen war tatsächlich aus so einer Charge. Ja. Das ist krass, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass wir das Ganze mal sehen. Das ist der Aufbau der Koffer. Der Cut selber ist ja sehr groß, das hat was damit zu tun, er ist sehr lang, dass der Motor hinter dem Fahrerhaus ist. Das ist so ein bisschen wie beim ich sag mal Renault Alpine. Ja, also der Motor sitzt hinter dem Fahrerhaus, auch auf einem relativ hohen Niveau. Das war dem Umstand geschuldet, dass die Wattfähigkeit extrem hoch ist bei diesem Fahrzeug. Das kriegst du so leider nicht auf, das müsst ihr aufmachen lassen, können wir aber machen lassen. Du guck mal, du siehst da oben dieses Loch mit dem Deckel drauf, da ist die Luftansaugung. Also rein theoretisch könnten wir bis dahin im Wasser fahren. Ne? Das ist der Hintergrund. So, ich werde mal jemanden organisieren. Livio, sag mal bitte so nett. Ich brauche mal den Toni aus der Werkstatt, der muss mir mal irgendwas nehmen, wo man die Klappe aufmachen kann. Da braucht man einen Hebel, ne? Weil es läuft ein bisschen hart. Ist das Fahrzeug auf? Kannst du mal Das aufmachen? Fahrzeug, gut, dann hier, ich brauche mal hier was, weil man aufkriegst, aber du kriegst nicht mehr wahrscheinlich. Oh, guck mal, ich bin ja echt stark geworden. Klickst du auf. Willst du mal reingucken? Ja. So, da ist die Maschine hinter dem Akkublock. Wenn du mal drüber guckst, da sitzt ein V8 Biturbo, luftgekühlt aus dem Hause Deutz, KAD, ein BF 413. Dem haben wir Hubraum sind 12,x, also ein bisschen über 12 Liter Hubraum, 8 Zylinder. Ist ein Vielstoffmotor noch. Was heißt das? Das heißt, man kann auch minderwertigere Öle, Kraftstoffe. Du kannst jetzt hier eine teuerste Whiskyflasche in den Tank laufen, der läuft einfach. Ne? Also Frittenfett? Frittenfett wird er auch verbrennen. Solange es flüssig ist, verbrennt er alles. Ne? Nee. Ja. Das heißt, du kannst Altöl da reinkippen? Man könnte, denke ich, theoretisch gefiltertes Altöl auch benutzen. Der hat also einen Vielstoffcharakter. Das ist damals eine der Auflage auch beim Militär gewesen, dass also minderwertige Kraftstoffe da auch verfahren können. Du könntest jetzt auch 50-50 Kraftstoff, Benzin und Diesel tanken. Das würde auch irgendwie gehen. Ne? Und wie schafft er das, so Klopfverhalten? Das ist so, der hat so einen Kolben mit einem großen Muldensystem drin. Und wie das jetzt in der Technik ganz genau funktioniert, da bin ich nicht so tief drin. Es ist auf jeden Fall so, es gibt da so eine nette Anekdote, die totgeschwiegen wurde das Militär, also die Bundeswehr hat etliche von den Autos ausgesondert und hinterher haben sie festgestellt, dass sie für gewisse Systeme überhaupt kein gescheites Fahrzeug haben und dann haben der Bund sogar privat die Autos zurückgekauft, ne? Weil es gab in der Zuverlässigkeit nichts Besseres als dieses Fahrzeug. Das heißt, wenn du jetzt an der Tankstelle bist und hättest mal versehentlich was falsch getankt? Ist egal, ist egal. Fahren. Eine der mit Alleinstellungen, Weiterfahren. wenn ihr mal guckt hier, wie beim Unimog. Der Unimog besticht durch ein Schraubenfederfahrwerk. Das ist das gleiche beim Cut. Der hat also ein hochgeländegängiges Fahrwerk wie ein modernerer PKW mit Schraubenfedern an jeder Achse. Hat die sogenannten MAN-Flachbauachsen. Also es ist eine sehr hochgeländegängige flache Achse mit einem Außenplanetengetriebe. Das sind so die viele kleine Details. Der hat alle Sperren. Also das heißt, dieses Fahrzeug haben wir auch nachgerüstet mit einer Frontsperre. Das bedeutet, du kannst bedingungslos geradeaus fahren, solange ein Vortritt. Du kannst nicht mehr lenken, oder? Dann kannst du nicht mehr lenken. Wenn du alles sperrst, kannst du nicht mehr lenken. Wenn du die hinteren Räder sperrst, geht es noch ein bisschen auf einem losen Untergrund, aber bei allen gesperrten Rädern geht es nicht. Ne? Mach mal auf. Du hast auch gesagt, ihr seid schon, oder der kann im Wasser fahren bis zu einer gewissen Höhe. Habt ihr das denn schon mal ausprobiert oder wo ist er denn schon? Also tatsächlich ich habe meinen Führerschein, ich war in einer Instandsetzungsausbildungskompanie. Ein bisschen länger. Ich habe Kampfpanzer Leopard 2 geschult und ich habe so ein Auto. Auch mal gefahren? Gefahren auch, ja, aber nur, ich habe keinen Führerschein gehabt. Wir haben ein sogenanntes Cabriolet gehabt. Also ein Cabriolet ist ein Panzer ohne Turm. Der hat dann noch mehr Leistung, weil der Turm ja zig Tonnen wiegt. Und bin ich schon gefahren. Und da bin ich immer in eine Panzerstellung mit reingefahren, da war das ganze Fahrhaus unter Wasser. Ne? Und wenn das jemand noch nicht gemacht hat, die erschrecken so fürchterlich, weil du fährst ins Wasser, siehst nur noch Wasser, alles Wasser und plötzlich fährt er wieder raus. Kommt da Wasser rein oder ist er dicht? Nee, da läuft überall in die Türen Wasser rein. Aber das macht dem nichts, das läuft auch wieder raus. Ne? Hier siehst du auch, was siehst du? Das gehört? Ja. Eiskalt, ja. Ja, das ist auch so tief der Schwerpunkt, dass das Ganze auch wieder rauslaufen kann. Das heißt... Also wir haben hier nichts gemacht, das ist jetzt sehr basic, da ist
kommt eigentlich noch das ist eine nachgerüstete zusätzliche Kühlung. Eine thermische Steuerung für Lüfter. Für den Motor, oder? Ja, weil den Motor haben wir ein bisschen stärker gemacht. Der hat original 320 PS, jetzt hat er 450. Du magst mal reinsetzen? Ja. Geh mal rein und... Willst du mal starten? Genau, starte mal. Ist das hier einfach zu starten? Weil es gibt verschiedene Cuts. Es gibt welche, da brauchst du irgendwie ein Handbuch für. Nee, ganz einfach. Bei dem einfach anmachen. Das Wichtigste ist der Schlüssel hier. Der ist reduziert auf die wesentlichen gebräuchlichen Dinge. Ja? Das ist der Schlüssel. Achso, und Bier. Genau, ja, also man muss da auch mal... So, ich komme mal dezent zu dir hoch. Pass auf, da ist der... Das ist das Ding. Jetzt dreh den mal um. Nochmal feste, das geht schwer. So, jetzt pfeift er schon. So, jetzt gucken wir mal, ob der Gang draußen ist. Sieht gut aus, wenn wäre es auch nicht so schlimm, weil dann startet er erst gar nicht. Jetzt gibst du mal ein bisschen Gas, das ist wie bei deinem PKW auch. Das ist wie beim PKW auch. Wie ist denn der PKW? Genau, dann würde ich sagen immer das, ja. Und dann gibt es einen Knopf, dann drückst du mal drauf. So, jetzt ist es aber so, wenn wir den anlassen, muss der 5, 6, 7 Minuten laufen, sonst kriege ich nicht mehr auf. Ja? Also ich drück und da unten gleichzeitig. Ja. Okay. Oh, ich hab Angst. Feste, guck. Lass ihn auf und starten. Ein bisschen laufen lassen. Warum? Weil die Drucklufttanks sind leer und er geht nur aus mit Druckluft. Und dazu brauchen wir wieder Druckluft. Ne? Ja, hörst du? Warte mal, pass mal auf. Das war jetzt ein halber Liter? Ja, ungefähr. Aber das ist ein Wahnsinnsauto. Das heißt, sowas gibt es normal nicht mehr, oder? Gibt's nicht. Ich finde es nett, dass du jetzt auch lachst. Das bringt irgendwo Emotionen frei, oder? So ein bisschen, oder? Ja. So ein V8 ist schon immer. Aber hier, die Leute, wie die mal die Fenster zumachen hin. Die Fenster von der Kabine bitte, sonst räuchern wir den so ein. Wir müssen den leider jetzt mal 5 Minuten laufen lassen, weil sonst kriegen wir nicht aus. Der hat nämlich, wir können den auch nicht abwürgen wie einen normalen PKW, weil Zu viel drin, Moment. Nee, der hat eine Wanderschaltkupplung. Weißt du, was das ist? Nee. Pass auf, das zeige ich dir mal. So. Würdest du mir mal einen Gefallen tun? Würdest du mal die Kupplung treten? Kriegst du das hin? Ist das zu fest schon? Ist das zu fest? Geht es schon leicht zu treten? Ja. Dann dreht die mal und mach mal einen Gang rein. Einfach einen Gang nach vorne schieben. Feste. Gerade den Schalthebel nach vorne schieben. Gerade nach vorne schieben. Warte, feste, zurück. Warte mal, ich komm mal hoch. Das ist nämlich, da brauchen wir ein bisschen. Vielleicht wechseln wir mal die Position. Ich muss mal gucken, woran es liegt. Ja. Vielleicht ist das Gas dann, weil der sperrt das Schaltgetriebe, wenn irgendwas klappt. So, also das heißt, du kannst nichts falsch machen. Ist doch eine Nummer größer wie mein es ist noch keine Luft da. Das heißt, er braucht so ein paar Minuten, bis die Luft da ist. Ja, wir haben ja jetzt 7 Bar. Also nichts für einen Campingplatz, mal eben wegfahren. Vielleicht beschreib doch mal gerade die Luke oben. Was hat die für eine Funktion? Ja, das war die original militärische Dachluke, auch für den Gefechtsstand. Die funktioniert auch noch, die kannst du aufmachen. Jetzt ist es halt ein Cabrio. Im ersten Leben war es eine Gefechtsluke. Das heißt, da saß dann der Kollege mit dem MG und hat geschossen. Ne? Das ist der Hintergrund. Also, wir haben noch keine Druckluft. Ist noch keine Druckluft da? Das war quasi ein Militärfahrzeug. Ja, im ersten Leben. Naja. Das zweite Leben, was war das zweite Leben noch? Ein Rallye-Truck, der unter anderem die Rallye Breslau, glaube ich, einmal gewonnen hat, so vor 15 Jahren. Ne? Und dann haben wir ihn gekriegt und wir haben dann Hobbys draus gemacht. Den Hobbys. Geht doch noch nicht aus. Also das Fahrzeug hat ein Wandlerschaltgetriebe. Das bedeutet, ich könnte jetzt die Kupplung treten, wenn er genug Luft hat, mache einen Gang rein, gehe von der Kupplung und es bleibt stehen wie eine Automatik. Ja, das ist ein Wandlerschaltgetriebe, aber dazu braucht er volle Druckluft und das dauert noch ein bisschen. So, bis gleich, Teil 2. Tobias Teichmann, er geht aus. Sehr schön. Bis gleich. Wir sind im Innenraum des CAT 6x6. Baujahr von dem? Baujahr 1980 in der Erstzulassung. Also ist es tatsächlich schon, wie alt? 1980, 42 Jahre, ja. Ja, gigantisch, ne?
Hier vorne, du hast halt die Beschriftung alles auf Deutsch. Ich glaube, das wird Genau. auch die Ausländer ziemlich fuchsig, Man wenn die sieht- da stehen, Öltemperaturmotor. Genau, das ist im Endeffekt, das leuchtet dann. Also wir haben kein Öltemperaturmesser, sondern wenn die rote Lampe angeht, ist es einfach zu warm. Es ist reduziert auf das Wesentliche. Es können hier wie viele Leute mitfahren? Tatsächlich eine 4-Personen-Zulassung. Guck mal, wir sitzen zu dritt drin und einer könnte sich noch reinsetzen. Ja? Gurte brauchen wir nicht. Gurte brauchen wir nicht, weil das ist so altes Fahrzeug, dass es keine Gurte braucht. Wir haben aber Beckengurte hier integriert, wie ihr siehst, weil hier fährt eine junge Familie mit, die halt natürlich möchte, dass die einigermaßen safe sind. Das heißt, wir haben auch hier einen ganz normalen 3-Punkt-Gurt integriert, obwohl es nicht verpflichtend notwendig ist. Aber es ist doch trotzdem Gurtpflicht, auch wenn die Gurte nicht verbaut sind, oder? Nein, dann ist keine. Also wenn die Gurte verbaut Okay. sind, ist Gurtpflicht. Und sonst Keine nicht? Art, weil keine verbaut waren und keine verbaut sein müssen, dann ist keine Gurtpflicht. Okay. So So, einfach ist es. sag mal hier Lenkung an, aus. Was ist das? So, das ist jetzt hier Lenkung an-aus. Ja, da war mal ein zusätzliches Hydraulikaggregat drin im Rennbetrieb noch. Das haben wir gekappt, weil er hat eine normale Lenkung. Dann ist hier Notfallabschalter, hier ist Nebelschlussleuchte, Licht hinten, Licht vorne, Zusatzbeleuchtung. Das ist der originale Tarnkreisschalter, das heißt der originale Lichtschalter von der Bundeswehr. Warnblinkanlage, ganz einfach. Wir haben hier Tanks. Ich kann einen Tank umschalten, links, rechts, siehst du? Das ist der rechte Tank und das Ja. ist der linke Tank, weil ich habe Ja. ja 2 Tanks verbaut. Ne? Öltemperatur vom Motor, Druckluft, Sperren, Mitteldifferentialsperre, Hinterachssperre für beide Achsen und das ist die Frontsperre. Also das heißt, ich habe alle Sperren in dem Fahrzeug. So, ich habe Warte ganz kurz. Was ist das da, das Orange? das Orange ist ein Garmin InReach-System. Das ist so ein Notfallsystem, das läuft per GPS. Wenn du jetzt mal wirklich allein unterwegs wärst, eine Panne hast, mitten in der Wüste zum Beispiel, kannst du über das Notfallhilfesystem, über Garmin eben deine Position mitteilen und auch kommunizieren. Das geht in so einem Art Short-Message-System. Ne? Der hat eine Funkkamera mit drin, das heißt, du kannst zurücksehen. Ja, du kannst zurücksehen und eigentlich müsste ich mal gucken, irgendwie, keine Ahnung, jetzt könnte es auch gehen. Ne? Guck, wir sehen mal, was hinten los ist. Ne? Kann man anschalten, also das heißt, die sitzt oberhalb, ja, ist eben Ganz eine praktisch, ne? ganz praktische Rückfahrkamera. Ja, das ist der Gefechtsstand. Hier kannst du natürlich prima auch Fotos machen. Ja, grüß dich Simone, du bist auch hier reingestiegen. Ist ein großes Auto, oder? Ja, ich würde sagen, das ist ein Spielzeug für Erwachsene. Absolut, ja. Absolut. Also ich sag mal, der Spritverbrauch, du hast eben schon erwähnt, roundabout 40 Liter. Genau, also ich denke auch mal, wenn du im Gelände mit unterwegs bist, braucht der exakt 1 Liter auf dem Kilometer. Wir haben das ausprobiert. 1 Liter auf 1 Kilometer. Ja, ist eine gute Am Formel. Gelände. Genau, das heißt, wir haben 100 Kilometer auf 100 Kilometer verschossen, 100 Liter auf 100 Kilometer verschossen. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht das, was so in die Zeit passt. Tankvolumen? Tankvolumen 800, also man kann schon ein bisschen fahren damit. Aber wenn du jetzt irgendwo tankst, zum Beispiel jetzt in Afrika, habe ich so irgendwelche Spritpreise gehört, 8 Cent der Liter, stimmt das? Also über 8 Cent. In Tunesien, das kann ich dir jetzt ganz genau sagen, der hat nämlich noch tunesischen Diesel drin. Ja, also ist 54 Cent der Liter. 54, das heißt, die 800 Liter kosten 400 Euro, Ja, das ist hier fair. kostet 1600, Genau, kann man mit leben, oder? kann man leben. So ist das. Zum Tanken fahrt ihr dann immer nach Tunesien quasi? Genau. Und tatsächlich ist es so, der kommt jetzt aus Tunesien und beide Tanks sind noch halb voll. Seht ihr? Also das heißt, wir können noch ein bisschen in Urlaub fahren. Wir haben noch 400 Liter Diesel an Bord. Es ist fast nachhaltig, es rechnet sich in Tunesien zu tanken. Die Fähre kostet 800 Euro, also insofern, es ist aber kostendeckend. Ja? So, Du wolltest mal ein bisschen was zeigen? pass auf, Ja. also was interessant ist an diesem Fahrzeug, es sieht aus wie ein normaler PKW, es hat ein Gas, eine Bremse und eine Kupplung, aber es hat ein sogenanntes Wandlerschaltgetriebe. Genau, wenn du mal so nett bist, diesen Lanyard mal ein bisschen hochhebst, weil der ist voll im Bild. Dass wir das mal gerade zeigen. Das heißt, hier ist ein Schaltgetriebe, 6 Gänge, ein Rückwärtsgang. Genau, aber es ist ein sogenanntes Wandlerschaltgetriebe. Das ist was Besonderes. Ich will es euch mal kurz zeigen. Wir starten den Teil dazu nochmal. Ja? Ihr müsst auch jetzt beim Starten. So, ein Wandlerschaltgetriebe. Jetzt nicht erschrecken, was ich tue. Pass auf, ich drehe die Kupplung. Jetzt mache ich einen Gang rein, drehe die Bremse und gehe von der Kupplung. Er ist nicht ausgegangen. Nein, er hat einen Wandler. Wenn ich jetzt Gas geben will, pass mal auf, dann will er nach vorne. Das ist im Prinzip ein schaltbares Automatikgetriebe. Nein. Doch. Während der Fahrt schaltest du den ganz normal wie ein PKW, aber du kannst, wenn du an die Ampel fährst, einfach stehen bleiben und die Bremse treten und musst den Gang nicht Du raus. hast einen riesen Vorteil, du hast immer Kraft, auch wenn du jetzt im Gelände fährst. Genau, du hast eine Drehmomenterhöhung und Verdopplung im Gelände. Die Idee ist natürlich die, wenn du jetzt im Gelände irgendwo einen Hang hochfährst und du müsstest runterschalten, dann stehst du ja und kommst nicht mehr weg. Ja. Und dann geht er in den Wandlerbetrieb und hat doppelt so viel Kraft. Das ist wie wenn du Gänge runterschaltest. Und der fährt immer bedingungslos nach vorne. Ich mache wieder aus, sonst kriegen wir Ärger mit den Grünen.
politisch nicht korrekt, oder? So, ich zeige mal gerade hier vorne. Das ist der Tacho, die Anpassung, weil der fährt jetzt schneller. Genau, wir haben wegen den größeren Rädern das ein bisschen basic gemacht, weil das Tachogetriebe, das ist dann auch so gelassen worden. Im Endeffekt ist es ein Wohnmobil, mittlerweile braucht man keinen Fahrtenschreiber mehr bei Wohnmobilen und da ist dann eingetragen im Prinzip größere Räder in Verbindung mit angepasster Skalierung. Ne? Wir rüsten die aber immer Stück für Stück beim Tacho-Dienst dann nach. Das kann man umrüsten mit dem längeren Getriebe, dass es wieder die Originalskalierung ist. Wenn ihr so sagt, so, wir haben das Getriebe mal umgerüstet, das muss ja dazu ausgebaut werden komplett. Genau, ne? ja, und Habt ihr eine Werkstatt, worden. Wir haben eine sehr, sehr große Werkstatt und machen viele Dinge selber, wobei wir auch ein Netzwerk haben. Das heißt, für solche großen OPs, wir wissen, wie es geht, gibt es aber einen Getriebespezialist in unserem Team, der das dann umsetzt. Ne? Wir bauen aber ein und aus, das machen wir alles selber. Das ist wie in Amerika. Also die zeigen in Amerika immer so Dokus, nichts ist unmöglich. Bei euch eigentlich auch. Das heißt also... Ja, es ist ziemlich wie im alten Toyota-Slogan, aber es ist teilweise schon so, dass wir versuchen, die Dinge schon ein bisschen zu kanalisieren. Mit CAT kenne ich mich ganz gut aus, weil ich selber 2, 3, 4 schon im Fuhrpark hatte und ich mag die Autos auch. Und dann, wenn man ein bisschen affiner ist auf den Typ und eine große Passion an der Sache hat, dann macht man noch einige Dinge. Ne? Lenkrad ist von Iveco. Ja, muss ich dazu erzählen, der Eigentümer ist über 2 Meter groß, ne, und auch kräftig. Und den Sitz mussten wir relativ hoch bauen, wie du siehst, damit die Pedalerie noch in seiner Größe hinkommt und nicht klemmt. Und das Originallenkrad war so flach, dass er sich die Beine dann durch den hohen Sitz eingeklemmt hat. Und wir haben halt geguckt, was passt auf die Originalverzahnung. Und da wir sehr viele Iveco 9016 noch hatten und dieses Lenkrad eben eine Spreizung nach oben macht, haben wir das Iveco-Lenkrad verbaut. Ich habe schon überlegt, ob ich das nicht dezent hier mit einem MAN-Markenschild verdecke. Ist ein bisschen ein Stilbruch, aber ging nicht anders, weil du einfach die Schenkelfreiheit hier erhalten musstest. Ne? Hier ist eine bessere Standheizung, eine Luftstandheizung. Aus Russland, ja. Ja, ist das russische Modell, ne? Das Modell aus dem Hause. Wie heißen sie jetzt? Früher hießen sie Planar, heute heißen sie wie? Keine irgendwas. Ja. Ist auf jeden Fall Planar 4D oder? Genau, Planar 4D Autotherm. So. Autotherm. So ist das. Sag mal, ist hier noch Stauraum hier dann, oder? Ja, also hier gibt es Stauraum hinterm Sitz, hier gibt es diverse Böckschen und was ganz selten ist, hier hinten haben wir das Ersatzrad mal in dem Fahrzeug, also in dem Loch hier. Und hier gibt es einen Durchstieg für die Kinder in die Kabine. Ne? Also hier fahren 2 Kinder noch mit und... Das heißt, die Erwachsenen kommen nicht durch, ja? Also es gibt so blöde Sprüche. Ne? Kannst du innen mal aufmachen, dass wir mal gucken mit der Simone? Wir gucken mal auf die Simone, schafft das. Ne? Ja genau, also, die schafft das ja, so. Die schafft das, da müssen wir ihn mal aufmachen. Kleines Kletteräffchen hat man ja schon gesehen gerade Wir eben. können es aber auch von Nochmal, sag's nochmal. Das kleine Kletteräffchen hier neben hat man ja schon gesehen. Du spielst Handball wo? Das werdet ihr nicht kennen, Bachgau. Bachgau, innen, wo liegt das? Ostheim. Ist also halt Landkreis Aschaffenburg. Okay. Das ist nicht weit von uns, ne? Wir sind Hasloch bei Wertheimer Main. Halbe Stunde, ne? Ja. Wir werden auf jeden Fall mal zusammen drehen. Vielleicht gibt es die Gage ja von meinem Teichmann noch dazu. Jetzt können wir jetzt gerade schauen. So, wir lassen dich mal gleich rein, das Ich Kletteräffchen. mach mal hinten auf für dich. Okay. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Simone, der Lorenz brennt immer mehr. Also die Sonne ist da, es ist heiß. Macht es immer noch Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also von den ganzen technischen Sachen, da kann ich leider nicht so mitreden, aber es ist auf jeden Fall interessant, wenn man so viel lernt. Du magst mal hier rausgucken? Vielleicht mal vorher als Übung. Ja. Und? Was siehst du? Dach. Warte, ich zeig mal, was du siehst. So, dass wir sehen. Darüber, ich sehe zwar nicht, was du siehst, aber wenn du mal kurz beschreibst. Dann. Ja, genau. Also hier den Hinterbau halt, das Babyblau. Jetzt sieht man, wie er die Luke öffnet. Von dem Fenster da hinten, genau. Hallo. So, und jetzt, genau. Das Keilchen kannst du weg zur Seite schieben. Okay. Das hier? Ja. Okay. Also, probieren wir das mal. So, das Kind Simone. Das Kletteräffchen. Also, es klappt. Es klappt. Ja. Jetzt bin ich im Bad. Ist im Bad drin. So, ich gehe mal raus. Und dann machen wir kurz einen Cut. Bis gleich. Gleich. Ich habe es runtergeschafft. Das war die Aufgabe. Schaffe ich natürlich nicht mit Mikrofonen und mit allem drum und dran, denn hier oben sieht man nochmal die Kette, die da ist, die da mitschwingt im Gelände. Und jetzt geht es diese Stufe hoch und ins Fahrzeug rein. So sieht das Ganze aus. Der Hobbes. Ja, Sven, wir warten schon auf dich. Ja, ich komme ja. Ich muss ja ein bisschen was erklären. Hier sind übrigens Schwerlastauszüge drin, die sind ausgezogen. Das ist eine Plattform, damit man auch einsteigen kann.
Und Das ist auch ein Teil des Radkastens, muss man dazu sagen. ein Teil des Radkastens. So, jetzt Simone, wie findest du es? Also mir hat das andere zwar besser gefallen, aber die Aufteilung ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Also mir gefällt es richtig gut, weil du mehrere Räume hast. Eben war ja komplett alles in einem Raum. Das hast du gesehen. Und hier kannst du dich ein bisschen vereinzeln mit der Familie, oder? Also das ist vom Style her ein bisschen mehr basic, auch jetzt ein bisschen einfacher gehalten, hier mit dem blauen, kernblauen Bezugsstoff. Was ganz cool ist, du stehst da im Bad, guck mal, wie umfangreich und riesig das ist. Ich habe gerade den Toilettenlüfter wieder angemacht, weil der sollte, wenn die Toilette im normalen Gebrauch ist, immer laufen. Deswegen, der läuft jetzt gerade wieder, das ist eine Trenntoilette von Airhead verbaut. Das ist die Dusche, wo du stehst, an einem Durchstieg. Das ist, also für ein Bad ist schon sehr großzwickig. Ne? Genau, Ja, gerade das muss noch mal so tust, als würdest du duschen, das sah sehr modelmäßig aus. So. Also das ist jetzt noch hier ein bisschen verzwiebelt, aber so ungefähr kann das aussehen. Schreib mal gerade aufs Klo, muss nicht aufmachen, dass man mal sieht die Beinfreiheit in der Toilette. Darf ich mich drauf? Ja, einfach nur auf den Deckel. Ja. So, das, ja, ist klar. Geh mal bitte auf Toilette. Da oben ist der Duschvorhang, das heißt auch da, das siehst du immer öfter bei euch, ganz pragmatisch, kann ausgetauscht werden, kriegst du überall, kann gewaschen Also, werden. man müsste es nicht unbedingt haben, aber man kann natürlich dann mit dem Duschvorhang das bewahren, dass du das ganze Waschbecken nass machst. Ne? Und ob den jemand nutzt oder nicht, das liegt im eigenen Ermessen. Also wir verbauen das relativ häufig, weil es, wie du schon sagst, eine einfache Lösung ist. Es ist jetzt nicht ganz so schickimicki, aber es ist... Der war eben noch in Gebrauch, ihr habt den nicht aufbereitet, Nein, irgendwie überhaupt nichts. nicht. Guck mal, da sind die ganzen Betten drin, das ist nur das Notwendigste gemacht. Der Boden ist noch wirklich staubig. Ich habe auch gesagt, wir lassen ihn so. Na, hier ist er ein bisschen fleckig und nicht abgewischt. Das ist also wirklich so mitten aus dem Leben, mitten aus dem Urlaub heraus. Hier hinten ist die große Eignerkoje. Das Zeug ist natürlich abgezogen, das hat er schon gemacht. Stockbetten hier? Ja, für die Kinder. Guck mal, das ist doch cool. Ne? 2 Stockbetten, 1,95 Meter in der Länge. Eigentlich cool angeordnet, damit sind die aufgeräumt und die stören fast gar nicht im Schnitt, finde ich. Finde ich auch super. Die Ja, Ordnung. Simone. Und ich glaube, als Kind hätte mir diese Luke sehr gut gefallen. Ich zeig dir mal gerade, da vorne ist die Luke. Da kommt man natürlich auch als Erwachsener durch. Wenn es wirklich ein Notfall ist, dann kommst du da durch. Simone, darfst du schon mal die Schuhe ausziehen? Du weißt warum. Und Aus Bett. Genau, aus Bett. Hier vorne siehst du den Victron Energy 5000. Ja, ne? Brutal. Ne? Der braucht auch richtig, Luft. Deswegen haben wir oben einen Lüfter eingebaut ins Dach rein, damit er genug Luft kriegt und auch noch Leistung bringt. Also es ist ein 5000er Victron drin, weil wir kochen hier auf einem einfachen Induktionskochfeld. Wir haben auch 1,2 WP Solar auf dem Dach. Ist natürlich jetzt bei dem Wetter alles voll, ne? Bis zum Anschlag. Ist ein bisschen basic, also das heißt, wir haben das Auto war sehr, darf ich dir gar nicht sagen, was das gekostet hat, willst du das wissen? Ja, so. Keine 300.000 Euro komplett, so ist es. Mit dem Auto. Ja. Ja, ist doch fair. Ja, das ist mehr als fair. Also es wird auch heute nicht mehr so funktionieren. Obwohl gut. natürlich die Sachen alle sehr aufwendig sind, aber man musste ein bisschen budgetorientiert damals arbeiten. Ne? Jetzt dazu aber auch den Kredit für den Sprit nimmst du dann extra auf. Ne? Ja, man fährt halt weniger damit. Ne? Also ob der jetzt 25, 26 oder 40 Liter braucht, ist am Ende alles nicht so. Ne? Du musst aber überlegen, es ist ja ein komplett fahrendes Haus. Ne? Guck mal, du hast jetzt hier deine Küche dabei, du hast jetzt hier die schöne allzeit bewährte AEG Waschmaschine mit 5 Kilo dabei. Ne? Warte, ich zeig dir mal gerade eine kleine. Die ist ja goldig, die ist ja winzig. Ist Lavamat Lavamat, aber LC die kann zumindest noch 5000, 5 Kilo, ne? 53500 heißt sie für alle Leute, die jetzt wissen wollen, was ist das für eine? Ja. Die kann aber nicht trocknen, ne? Die kann nicht trocknen. In der Sahara brauchst du es, glaube ich, Wir haben nicht. hier wieder den Guck mal da, das Kletteräffchen. hochgeklettert, genau. Isothermkühlschrank hier. Ne? Warte, ich komme direkt zu dir. Ja, auch noch nicht im endgereinigten Zustand, aber ist kein Problem. Wir machen das noch, ich habe jetzt gesagt zum Eigentümer, wir nehmen den so mit, gucken vielleicht mal mit 2 Leuten rein und machen danach mal general sauber, ne? Weil bei einer Messe leiden die ja auch immer ein bisschen. Als kleines Dankeschön. Genau, aber wir gehen jetzt hier nicht mit vielen Kunden rein, da haben vielleicht 2-mal auf der Treppe reingeguckt, das ist jetzt exklusiv mit euch, weil ja, ich meine, das ist ja Privatsphäre auch ein bisschen. Ne? Also gefällt mir extrem gut. Gerade das Reduzierte ist total. Also ich würde den so sagen, nehmen, wie er ist. oh, das ist Ahorn Zahnarzt. hier, ne? Der Ahorn ist so ein schlichtes Holz und ich will es wegen schicker haben. Ne? Aber ja, ne? Guck mal, da fällt uns was entgegen, lass uns lieber zu. Machen wir doch mal was auf, was vielleicht. Guck mal, aber hier ist es mitten aus dem Leben, da ist der Kaffee. Ne? Hier, ne? Das ist mitten aus dem Leben. Oder könnte Indiana Jones gerade noch seine. Weißt du, was wir noch haben hier? Das ist ja eigentlich total überzogen alles. Ne? Weißt du, was das da unten ist? Du kennst dich doch gut aus. Das schwarze Etwas. Sag nix, das ist ein Duo-Control. Eine Duo-Control?
eine Trumaster 4 2000 irgendwas. Da müsste eine Standheizung. Da müsste doch irgendwo eine Standkühlung, Standklimaanlage. Der hat eine komplette Klimaanlage, der Kerl. Eine Staukasten. Staukastenklima, ja. Aber funktioniert einwandfrei. Weil der Isolationswert der Kabinen halt so hoch ist. Ne? Das ist ein 6 cm Sandwich hier. Ja? Könnte ich jetzt über die Truma-Steuerung auch hier ansteuern. So, 1,66 m, du darfst dich mal reinlegen. Ja. Und wie ist es? Ich passe locker rein. Du hast ein eigenes Fensterchen. Ohne Witz, sowas habe ich mir als Kind immer gewünscht. Davon habe ich immer geträumt, so eine eigene Koje. Koje, ne? Das ist so eine Bootsbaukoje. Ich finde es auch cool. Also ich finde die so heimelig, oder? Ja, ist total cool, ne? Ja, du kannst da vorne ich sag mal, Bärchen und so weiter, die du ja noch hast, die kannst du da reinlegen. Genau. Mit allem drum und dran. Hier noch ein Lämpchen dabei. Ja, WLAN hast du dabei, die Playstation kannst du vorne einbauen. Du spielst Playstation? Nee. Xbox? Nee, ich bin keine Zockerin, Switch? war ich noch nie. Nee. Das Einzige, was ich hatte, Nintendo. Nintendo. Okay. Das gleiche identisch runter? Das gleiche ist identisch, ja. Also es ist im Prinzip die Kinderbetten, ja, komplett identisch. Wir haben das nur ein bisschen abgedeckt, falls da jemand mal draufkniet. Ja. So, jetzt hast du ja vorne, das sind diese Hartglasfenster, die ihr selber macht, oder? Nee, das ist jetzt in dem Fall Outbound, würde ihr auch schon begegnet sein, weil das Projekt ein bisschen älter ist. Also das ist dieses GFK-Kunststofffenster, was ähnlich aussieht, ne? Auch doppelt verglast, holländischer Hersteller, Firma Outbound. Haben wir häufig verbaut, ist ein gutes Produkt, kann man nicht maulen. Und die Dachluken sind auch alle von Outbound. Genau, setz dich mal kurz rein in die Koje, dass man mal sieht. Du bist wie groß bist du? 1,82 Meter. 1,82 m, Tobias. Ziemlich cool, viel Licht drin. Dann ist hier das Eigner-Bett, hast du gesagt? Also das ist im Endeffekt groß, es ist eine 220er Matratze, weil der Eigner ein bisschen über 2 Meter groß ist. Also sehr, sehr ausladend, alles individuell gebaut. Ne? Klimaauslässe noch hier, wie du siehst. Ne? Schöne Lumicoil-Beleuchtung, die machen wir relativ häufig. Das sind diese deutsche Hersteller. Kann man wirklich empfehlen. Und ein sehr, sehr ausladendes, großes Fenster mit 1,70 Meter. Ne? Licht und Luft, ihr seht, jetzt haben wir trotz der Wärme, ne? Ist hier angenehm, oder? Kann man halt länger durch. Tobias, sag mal, warum kauft man sich so ein Fahrzeug? Wo will man damit hin? Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Ich habe noch nie in der Größe irgendeins. Kann ich dir direkt sagen, das ist unten an der Mosel, gibt es einen Stellplatz in Peaceport. Da sind die wahrscheinlich direkt hingefahren, oder? Ja, es ist so ein bisschen, ich sag mal, ich frage mich, warum diese ganzen Kisten nicht, der Trend müsste eigentlich aus Amerika kommen. Das ist irgendwo so ein bisschen, ja, also was ich jetzt gerade verspüre, momentan in den Zeiten, das hängt auch wahrscheinlich mit allen politischen Umständen zusammen, dass das Bedürfnis, jemanden was zu haben, auch vielleicht um sich im Notfall irgendwo hinweg zu bewegen. Ne? Also das heißt, eine Wohnung, du musst die entriegeln, die haben wir so extra nochmal verriegelt, ne? Oder ist was gestürzt, aber ist kein Problem. Also das heißt, jetzt mal ein bisschen derbe ausgedrückt, ja, Krieg, Notstand, so ein Fluchtfahrzeug, ne? Oder jetzt Urlaubsfahrzeug, um dorthin zu kommen, wo keine anderen sind, durch diesen ganzen Camping-Boom. Ich weiß, du bist ja viel auf Stellplätzen unterwegs, alles voll ist, crowded überall, ne? Man muss wirklich fast vorher anrufen oder irgendwas buchen. Du kannst halt hiermit irgendwo noch hinfahren, wenn du kannst, ne? Aber die Hoffnung stirbt ja zum Schluss. Aber jetzt mal ehrlich, ich habe das jetzt gesehen, wenn irgendwann zu ist, du hast jetzt auch gesehen unten, dann sind ganz schnell auch die Straßen gesperrt hier mit so einem Teil. Aber du kannst ja früh genug einfach wegfahren. Du kannst ja dann sagen... Ja, du fährst halt viel früher ruck. Und es ist auch so, viele unserer Freunde waren in Griechenland jetzt unterwegs. Da ist es echt so, in der Off-Season kannst du da überall stehen. Da gibt es jetzt Leute, die stehen 3-4 Monate irgendwo an Stränden herum und genießen die Zeit und kommen halt an den Punkt hin, wo du mit dem normalen Wohnmobil nicht hinkommen würdest. Ne? Und haben dann auch eine hohe Isolation oder eine hohe Einsamkeit. Ne? Also es gibt ja auch solche Maßgaben dafür, die mit Findungsphasen und Einsamkeit zusammenhängen. Ne? Also das heißt, der Vorteil diesem Fahrzeug gegenüber, gegen anderen gegenüber, ich komme an Plätze, wo andere Camper nicht hinkommen. Genau, und das war ja jetzt, also wir machen so tunesische Offroad-Touren und Tunesien oder Marokko sind ja noch Länder, da kannst du einfach Kompasskurs fahren, da fährst du geradeaus und wenn ihr mal sehen würdet, was so eine Karre kann, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das, in welchem Gelände das wirklich sich bewegen lässt. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass du dann irgendwo, auch wenn es nur 100 Kilometer weg sind von der Zivilisation, in so einer Wüste stehst, in der Einsamkeit und abends dein Lagerfeuer machst und dein kaltes Bier auf dem Kühlschrank holt, das hat schon was. Ne? Also das ist, natürlich ist alles vielleicht irgendwie in Zukunft vom Aussterben bedroht, wie viele andere Dinge auch. Aber mit dem Fahrzeug geht nicht, gibt's nicht. So ungefähr. Ja, also auch ihn musste man bergen. Ne? Und das sind dann so
Sachen, die am Anfang darauf... Das ist auch mal stecken geblieben. Ja, also das ist dann Bedienerfehler, sage ich immer dazu. Ne? Also das heißt, eigentlich dann eingegraben. Und das Wichtige ist heute, was viele Leute falsch machen, die denken, es könnte alles. Die graben sich ein bisschen ein, dann machen sie alle Sperren rein, dann graben sie weiter. Und erst dann lassen sie Luft ab, wenn alles schon zu spät ist. Achso, Luft ablassen vorher. Das Wichtigste ist wirklich stehen bleiben, Luft ablassen und die Reifen fast platt machen und dann fährt er da aus jeder Situation tatsächlich heraus. Ich muss das auch was lernen. Die Maria hat auch gesagt, ihr habt einen Workshop sogar dazu in Tunesien Genau, gehabt. Also die History von mir ist, ich bin mal so ein bisschen spaßeshalber, da sind noch ständig Leute da aus der alten Zeit, Marathon-Rallyes gefahren und habe mir das dann halt über dieses Rallye-Fahren auch diese ganzen Offroad-Kram angeeignet. Ich bin auch am Anfang, ich war so verzweifelt. Meine erste Tour mit meiner Frau, wir nannten das so das Experiment. Da stand ich irgendwann mal auf einer Düne, nachdem ich zum 17. Mal am Tag mein Auto freischalten musste. Das ist mir jetzt alles scheißegal, wir legen uns jetzt hier ins Hand. Wir werden nie wieder nach Hause kommen. So, und dann, also diese Amplituden sind da sehr dynamisch am Tag. Ne? Und auch die Marie war dabei. Und dann habe ich gesagt, Marie, pass mal auf, das flasht dich total, was wir da machen. Das ist crazy, das kriegst du nicht alles verarbeitet. Und die hat dann die ganzen Videos geschnitten und gesagt, das war so toll für sie, weil sie so viele Details gar nicht begreifen konnte, weil alles neu war und alles so auf das Land, die Leute, ne? Wenn du das noch nie gemacht hast, geflasht hat. Ne? Ja. Und wir machen das ganz gerne mit den Kunden und dann, das ist so ein bisschen eine leicht militärische Veranstaltung. Ich den Leuten sage, pass mal auf, Haftungsausschluss, wir machen hier, ich bin weisungsbefugt, ich schicke auch Leute weg, wenn es nicht funktioniert. Und dann fahren wir tatsächlich mit den Autos in Sahara-Ausläufer rein. Workshop deswegen, abends, wir haben den Fernseher auf dem Auto, ne? Wir machen dann ein bisschen Theorie, wie musst du im Sitz sitzen. Also ist schon wichtig, wenn wir es jetzt mitbekommen haben. Ne? Und bis jetzt war es so, toi, es ist noch nie was passiert. Ne? Ich mache also heute auch die Marie, die haben wir zweimal jetzt in den letzten Tagen gebrieft, dass sie das gut kann. Ne? Und die als Frau ist man immer, ohne dir jetzt so nahe zu treten, dann ein bisschen leichter unsicher und hat Angst. Nur, dann habe ich gesagt, Marie, wenn du das so machst und was Schönes an die Männer experimentieren immer und dann da gehen Sachen kaputt. Ne? Der Marie gebe ich jetzt das Auto und das lebt die 4 Tage und es ist nichts kaputt, weil die einfach konzentriert das Ding macht und perfekt macht. Ja. Wenn ich fahre, ist wahrscheinlich auch was kaputt, weil ich dann denke, ich müsste im 3. Gang. Was kann kaputt gehen? Ja, es kann jetzt mal eine Feder brechen, es kann mal ein Dämpfer kaputt gehen, es kann mal eine Fahrerauslagerung kaputt gehen. Wir haben also jetzt bei dem Parcours hier Gott sei Dank noch nichts groß zu Schrott gefahren, aber einer von meinen Jungs hat gestern das Nummernschild verloren, weil er es abgefahren hat irgendwo. Der andere hat die Anhängerkupplung, die ist so eine anschiebbare, verloren und musste dann im See schwimmen gehen, um die wieder zu finden. Wir haben es aber gefunden. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Ich sage immer shit happens dazu. Meine Jungs sagen dann immer, Chef, ich muss was beichten. Dann sage ich, was ist denn jetzt so der Grund? Ich habe die Anhängerkupplung verloren. Dann sage ich, ja, dann zieht er die Badehose an und holt sie aus dem Ding raus. Ne? Und dann hat er sich eine Badehose angezogen und hat sie aus dem Wasserloch rausgezogen. Nicht schlecht. So, wenn jetzt Leute Interesse haben, sagen, ich will so ein Auto kaufen, du bietest auch die Fahrzeuge, die gebrauchten, die aufgearbeitet werden, das ist ein Teil deines Konzeptes. Du bietest auch neue an, aber du hast viele Fahrzeuge, die äußerst geeignet sind für das Thema Fernreisen, weil sie kein AdBlue haben, sie sind noch relativ unkompliziert, können überall repariert werden. Diese Fahrzeuge hier, jetzt vielleicht nicht der MAN, aber die normalen Mercedes-Benz laufen ja im Nahen Osten und laufen in... Genau, und ob du jetzt in der Türkei bist, in Nordafrika, die sind noch das tägliche Erscheinungsbild. Es ist aber nicht nur jetzt die einfache Technik, die du überall reparieren kannst. Ne? Du musst noch, wenn du jetzt heute mit so einem hochmodernen Auto, das die nicht kennen, in so ein Land reinfährst, dann gibt es so diesen ersten Eindruck, First Impression, das ist was, sieht ein bisschen aus wie Space Shuttle. Ne? Und die Leute sind nicht so, also das polarisiert auch die Einheimischen mehr. Wenn du mit so einer alten Kiste kommst, bist du halt einer von denen. Also das heißt, die Sympathie und die Identifikation ist so, was ich begreife, ein bisschen größer. Ich habe einen Bekannten, der hat so einen Cut in Grau, ein bisschen polarisierend, den haben die in Mauretanien, ist der zweimal überfallen worden, weil das Auto auch so, der ist dann in jedem Ort 5-mal angehalten worden von der Polizei, weil es so, das hat halt so einen militärischen Eindruck vermittelt. Ne? Und je smarter Autos aussehen und je mehr die in die Palette der noch in den Ländern genutzten Fahrzeuge gehen, desto mehr ist die Sympathie da. Ne? Also hier gerade bei dem Auto besonders wichtig die Farbe. Wir haben aber einen in Grasgrün, vielleicht hast du das Video gesehen, auf der nicht Abenteuer Allrad, da unten Kalkar, die Messe, haben wir gezeigt, von einem Pärchen aus Holland. Ja. Die haben den in Grasgrün gemacht, damit ja nicht der Eindruck entsteht, es könnte irgendwas Militärisches sein, der war so neongrün. Genau. Also im Endeffekt ist ja hier das Konzept ähnlich wie diesen Bübchen Popocreme Farben und dann dieses Kelvin und Clyde Comic Motiv drauf. Das soll einen Beitrag dazu leisten,
in diesem sonst von der Form sehr militärischen Erscheinungsbild mit den großen Rädern Smartness wegzunehmen. Und ich finde, das ist ähnlich wie mit deinem Logo, ne? Das Farbenspiel von deinem Logo, Sven, ist sehr gelungen. Das strahlt Sympathie aus. Ne? Ja, also, diese Verniedlichung auch einfach. Ja. Genau, zeig das mal. Genau so, das sind die Farben, ne? Die wir einfach bei dem Fahrzeug benutzt haben. Viele Leute sagen dann, boah, coole Kiste, nur die Farbe nicht. Ne? Und ich finde, also ich habe den über die Farbe, auch der Name Hoppes, das ist nicht. Das muss man erklären, die Farbe. Also das ist lebensrettend, diese Farbe da unten. Ja, die Farbe ist einfach ein positiver Ersteindruck, das hat überhaupt nichts mit Militär zu tun. Und wenn die dann noch so diese Comic-Beklebung, dann denken die, er ist ein Zirkus, mobil oder also man assoziiert überhaupt nichts Negatives damit. Ne? Oder bedrohliches, vielleicht ist bedrohlich das bessere Wort. Ne? Aber was ist denn hier unten drunter unter dem? Ja, hier ist erstmal eine Leiter und hier ist eine sogenannte, das ist aus dem Bootsbereich, so eine Auszugleiter. Und hier ist ein... Das war zu schnell. Leiter nochmal zeigen. Ja, Leiter ist eine Auszugleiter, die wir aus dem Bootsbereich zweckentwendet haben. Ne? Nochmal zurück. So, ne? Teleskopleiter. Das ist total genial. So. Und dann? Und dann ist es ein sogenannter in den Vorratskeller. Also ein Durchgriff in den Staubbox hinten. Na, hier ist natürlich jetzt Kistensysteme, Proviant, aber man könnte auch Getränkekisten oder sowas reinstellen. Das war so eine der Auflage, dass man Notfall, also sag mal zum Notfall, du kommst an der Seite ran, gell? Man könnte jetzt auch könnte man Notfall öffnen, wenn was wäre, aber das ist eigentlich mehr der Sinn und Zweck, sich Proviant nochmal zusätzlich oder Getränke zu lagern. Hast du so ein Filterpaket oder ein Ersatzteilpaket, was du dringend brauchst für den hier, zum Beispiel Ölfilter und so? Wir komplettieren das immer alles an Bord. Also das Wichtigste sind die Keilriemen. Die Keilriemen? Ja, weil wenn der weg ist, ist es blöd, wenn du keinen dabei hast. Ein Ölfilter machst du ja nicht kaputt. Ne? Und ob kannst du die Keilriemen hinten reinsteigen, selber wechseln? Also wir machen auch so Technikseminare, wenn einer ein bisschen affin ist dafür, kriegt er das selber hin. Ne? Aber wenn der jetzt jemanden hat da unten, das geht ja allein um das Ersatzteil. Ne? Wenn du jetzt irgendwo auf Reisen bist, hast du einen, der schrauben kann. Genau, weil das ist ja hier Technik von der Baumaschine, also nichts Kompliziertes. Das heißt, jeder Nutzfahrzeugschrauber oder jeder Kfz-Schrauber kann das machen, das ist kein Problem. Ne? Ja, komm mal mit. Ist hier drunter noch was unter dem? Also hier sind die Tanks, zweimal sage und schreibe 450 Liter. 900 Liter Frischwasser. Ja, Frischwasser. Unter den Sitzen. Da setze ich drauf, ja. Genau. Okay, also krass. Hier, wenn du guckst, ist ein und da drunter? Was da drunter ist nochmal so Verladeluke und ein bisschen Technik. Ich weiß jetzt, was er da drin hat, aber wir können es jetzt auch nicht aufmachen, weil es beladen ist mit anderen Sachen. Hier können wir mal reingucken. Guck, da siehst du jetzt im Endeffekt ein bisschen Technik und die Tanks. Sonde drin, ja, Philippi-Sonde drin. Komm, wir gehen mal raus. Kann man an der Seite eigentlich rein? Ist es hier ein Kleiderschrank? Hat es nicht, oder wie? Kleiderschrank, unten ist nochmal ein Schrank. Ne? Also hier ist nochmal eine Verstauung mit, was ja auch durchverstaut ist, wie du siehst. Ne? Und wir haben hier einen umlaufenden Kleiderschrank hier, deswegen ist die Wand rausgezogen. Aber weniger ist mehr, oder? Ja, es ist jetzt immer so im Betrachtungswinkel dessen, der es haben möchte. Ne? Wir haben also, der hat das ja bestimmt, der hat gesagt. Der hat es bestimmt, wir arbeiten ja auch diesen Schnitt und das Konzept haben wir gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Ne? So, der Boden, interessant, hier vorne direkt im Eingangsbereich. Ja, das ist nochmal eine Schmutzfangwanne, weil also die simuliert ist oder die Idee ist einfach, wenn du reinkommst, dass du eine Dreckschleuse hast und hier könntest du jetzt auch tatsächlich die Dusche nehmen, dann die Schuhe sauber und Füße sauber machen, weil auch diese Wanne einen direkten Ablauf nach draußen hat. Ja, also diese Wanne hier unten ist jetzt so sandige Füße, Dusche genommen, Füße sauber gemacht, reingegangen. Also das wäre auch definitiv was für unseren Reitsport gewesen, mit dreckigen Gummistiefeln hier rein. Genau, ne? Ja. Das ist aber so. Ganz wichtig, guck mal hier, für die Sahara-Mücken. Ja. Das gut laufende Fliegengitter von Outbound. Von? Outbound. Ist der holländische Hersteller. So, komm, wir gehen mal raus. Und Fenstertüren und Klappen. Das Ganze ist hoch. Wenn man beide Hände voll hat, immer ein neues Abenteuer. Ja, geht. Sag mal, wenn ich jetzt an die Stauklappen rankommen will, mach mal die Simone vielleicht mal gerade, wenn du mir mal gerade die Spaghetti Bolognese rausholst hinten. Gar kein Problem. Mach mal bitte. Was hier oben? Ja. Das ist wahrscheinlich zu. Aber die Höhe, ich will nur mal die Höhe zeigen, dass man das mal sieht. Das also, ist die Höhe von der. Da kann ich wenig rausholen. Außer das, was vorne liegt. Da kann sie nichts rausholen. Aber es gibt ja eine Leiter, die ist dabei. Ist das ein Teil, oder? Ja. Guck mal, da vorne fährt einer am Gelände. Siehst du den? Ja. Da hinten.
Ja, so sind wir da vorhin auch rumgegurkt. Ja, das ist im Prinzip das kleine Schwesterchen. Das ist der 4x4. Der braucht weniger Sprit? Ja, der braucht fast genauso viel. Der braucht 5 Liter weniger vielleicht. Aber viel ist nicht. Ne? Ich meine, man muss dazu sagen, dass der Eigentümer ja über 2 Meter groß ist. Ne? Der kann dann noch fast hochlangen. Aber natürlich ist die ganze Höhe sehr leiderbedürftig. Ne? Aber wir haben jetzt hinten hier keine Staubboxen dran gemacht, weil einfach schlicht und ergreifend kein Platz ist dafür. Fahrräder, wo kommen die? Tja, Fahrräder ist so ein Ding, aber man könnte rein theoretisch, wir haben hier noch einen Halter mit einer normalen Kugelkopfkupplung für einen normalen Thule oder Fahrradträger, den du eine Anhängerkupplung hast. Ansonsten war hier nichts vorgesehen. Sag mal, wenn jetzt hier mein Reifen kaputt geht, kannst du noch fahren bei 6x6? Ja, du kannst, wir haben neulich bei der Rallye einen dabei gehabt, der hat sich die vordere Achse weggefahren, komplett, und ist auch noch gefahren. Also das heißt, ein Reifen ist kein Problem. Selbst wenn die hinteren 2 Reifen fehlen würden, geht es noch, weil ein Reifen kann tatsächlich 5 Tonnen. Das bedeutet, jede Achse könnte 10 Tonnen von der Traglast und das Auto wiegt, so wie es ist, 13,5 Tonnen. Also ist überdimensioniert, oder? Richtig, ja. Der Rahmen, wie liegt der hier auf? Hier, Der Aufbau? Der Aufbau liegt auf einem Zwischenrahmen, aber hier ist was Besonderes, weil der MAN Cut einen fast torsionsfreien, sehr, sehr stabilen LKW-Rahmen hat. Ne? Also So ein Zwischenrahmen. Diese ganze Konstruktion ist der LKW-Rahmen und der ist bedingt durch das Konzept Hochgeländegängigkeit sehr, sehr steif. Und wir haben Folgendes gemacht. Guck mal, das war ein Kipper. Hier ist die Original Meiler Kipper-Traverse. Ne? Da hinten war das Kipplager drin. Und ich habe mir gedacht, okay, wir geben dem jetzt hier die Freiheit und fixieren den einfach auf dem Kipplager und nutzen das fette Rohr noch für was? Was ist das? Das ist nix sagen. Ich muss überlegen. Das sieht aus wie, ich weiß nicht. Die LKW-Abschleckstange. Wenn du mal deinen Kumpel bergen willst, kannst du. Das ist die Abschleckstange. Genau, kannst du die Stange rausziehen und die Stange wird dann hier in der Kupplung orientiert und könnte dann den Kollegen hier am anderen Punkt an der vorderen Ecke mit hinterher schleppen hier. Ne? Also der wird dann hier vorne eingehakt. So, und das ist dann so ein ich habe das mal gesehen, dass die sogar in der Sahara im Konvoi fahren. 3 Stück hintereinander, jeweils mit einer Stange, wo die sich gegenseitig schieben und schleppen. Genau, ja. Das hat den Hintergrund, wenn dann einer mal ein bisschen Problem hat, wird er einfach mit durchgeschoben. Ne? Einfach mit durchgeschoben. Das ist ein tolles Auto. Jetzt ist ja Grundregel, man sollte mindestens 2 Ersatzreifen dabei haben. Hier ist nur einer. Wie kommt denn der da runter? Ja, das ist natürlich ein bisschen Der wiegt ja ein bisschen was. Ja, der wiegt ein bisschen was. Aber Simone, wenn du mal so nett bist, hol den mal gerade runter. Unterheben, ja, gar kein Problem. Mach ich mit dem kleinen Finger. Hier, guck mal, wenn ihr auf die Seite guckt, seht ihr schon einen möglichen Lösungsansatz. Wir haben dort einen Galgen positioniert. Dann kannst du die untere Schraube lösen, dann kannst du den raufdrehen. Ja. Dann musst du natürlich mit einer Ausziehleiter und einem Kettenzug, den er dabei hat, durch dieses Loch einen Schlupf ziehen, also ein Band ziehen. Dann kannst du die 4 Schrauben lösen, kannst den rausklappen und mit dem Kettenzug nach unten lassen. Das wünscht aber keiner einem, oder? Da ist eine Reifenpanne in der Sahara. Es ist besser, als natürlich sich gar nicht helfen zu können, aber ich würde mal sagen, das Rad da runterzubringen, das sind die ersten, auch wenn du es kannst, 25 Minuten um. Das Rad zu lösen, die nächsten 25 Minuten, das alles wieder in den fahrtechnischen Zustand zu bringen, machst du wahrscheinlich 2 Stunden rum. Aber es funktioniert. So, guck mal hier vorne, das ist das Verteilergetriebe. Das ist die MAN-Flachbauachse, die Hinterachse. Was ihr da so seht, wo ein bisschen Sand dran klebt, ist die Bremse, also die Feststellbremse, die Bremse. Und dann gibt es eine kleine Antriebswelle vor zur mittleren Achse. Und wir zeigen das gerade. Das heißt, Vorsicht, dein Kopf. die Sperren sind ja überall drin. Du hast mir erzählt, ihr habt Sperren sogar nachgerüstet. Wie ging das Auf nachrüsten? der Vorderachse, da musst du das Differential ausbauen, die ganze Sperrenmimik einsetzen und wieder zusammenbauen. Aber Die gibt es ab Werk, eBay Kleinanzeigen, oder? ja, man muss da schon wissen, wer das hat. Und auch bei MAN sind die Lager dicht. Ne? Also das heißt, oft bedient man sich modifizierter, gebrauchter Teile. Da hat er die Teilnummer. Ne? Also die Achse hier hat eine Sperre gekriegt in der Front. Ne? Da seitlich, wo das Kabel hinläuft, die Druckleitung, ist die Sperrenmimik drin. Die haben wir nachgerüstet. Die ist natürlich auch sicher gegen Absaufen, ne? Ja, die die Entlüftung, die Achsen haben jetzt keine höher gelegten Entlüftungen, aber die sind ja militärisch konstruiert, die sind sehr, sehr aufwendig. Das ist die Achse mit einem kleinen Differential. Man sagt die Flachbauachse. Die Flachbauachse. Ja, bau die flach, die hat kein großes Differential. Ne? Wenn du jetzt mal, leuchte mal unter den anderen Mercedes da drüben, da siehst du den Unterschied. Welchen? Der da auf der anderen Seite, unter dem, wo das Smart dran hängt, guck mal da drunter, da siehst du jetzt eine normale Achse. Ja. Wie dick das Differential siehst du? Ja, Damit ist die Geländegängigkeit eingeschränkt. Das heißt, Und der hat die Flachachse drin. Das ist so unter den LKW-Geländefahrern ist das so das Most Wanted
was man gerne hat, eben diese kompakte Achse, die maximale Freigängigkeit, Bodenfreiheit. Ist da irgendwas zu schmieren hier? Ja, man muss den ab und an mal, das ist alles noch mechanisch zu schmieren, die Achse schmieren, die Homokineten, also diese Kreuzgelenke, die du hier siehst, müssen auch geschmiert werden. Ne? Das haben wir vor der Sahara gemacht und jetzt, wenn wir einen Reim nehmen, mache ich das alles als Gratisleistung, als Dankeschön für den Kunden. Machen wir das einfach mal, prüfen alles, ne, ziehen alles nach, machen ihn sauber, machen noch ein paar Kleinigkeiten, die der Kunde wollte, nochmal einen Ölwechsel. Ne? Der Hobbes. Der Öl, Hobbes. was geht der Öl ran? Ich glaube so um die 30 Liter, ganz genau im Kopf habe ich es nicht. 30 Liter. Wie lange dauert denn das, bis ihr den wieder fit habt? Nee, ist ja fit. Das ist jetzt Also so ich meine, die wie ganzen... das ist jetzt so wie so mal einmal rasieren und zum Haare schneiden gehen und Gesichtsmassage. Ne? Also das dauert, da sind wir einen Tag dran mit 2 Leuten, dann ist das alles wieder So, top on the pops. Ne? wir machen Schluss mit dem Auto. Wir haben noch Ja. 2 vor uns. Wir werden Ja. den grauen, wenn wir zeigen. Was ist das? Der graue ist ein 1634. Ich bin nur überlegen, ja mal gucken, wir reden mal kurz. Wir reden mal kurz, wie wir das machen und so weiter und so fort. Wir sind bei 4Wheel24. Wenn ihr Lust habt, sprecht mit Tobias Teichmann. Er liefert euch auch diese tollen gebrauchten Fahrzeuge mit Automatikschild. Ja, Da ist wirklich noch eine Viergang, oder? Das ist sogar ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Ja? Das Ganze gibt es bei 4Wheel24 in der Nähe von... Wertheim am Main, genauer gesagt in Hasloch am Main, beim Wertheim Outlet Village. 10 Minuten seid ihr da. Tschüss, vielen Dank Simone. Was sagst du? Vielen Dank Simone, habe ich gesagt. Dankeschön. Wir werden einfach eher